Es ist halt einfach ein unglaubliches Privileg, diesen Sport professionell betreiben zu können und diese Gelegenheit zu haben, in all diese Länder zu reisen und dort zu trainieren und zu racen. Leistungssport ist ja eigentlich immer so ein Pyramidensystem und man muss ja eigentlich von vornherein klar sein, dass die allermeisten, die in den Sport, auch in den Leistungssport hineingehen, die sind irgendwann, je weiter es nach oben geht, je höher die Leistung geht, sind dann irgendwann nicht mehr gut genug und dann gehört das Scheitern dazu. Das hat sich erst so, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren entwickelt, dass ich das auch alles wirklich mitnehmen will. Jetzt auch so letztes Jahr Australien, dieses Jahr Neuseeland. Einfach so Erfahrungen, die mich zu einem besseren Athleten machen, vielleicht sogar besseren Menschen. Frederik, wenn er interviewt wird oder wenn man ihn fragt, er setzt sich halt ganz hohe Ziele. Am Ende des Tages war es schon eine Reise jetzt die letzten Monate und wäre natürlich toll, das Ganze jetzt nochmal so schön abzurunden mit dem Kona-Slot. Das sind einfach so Entscheidungen, die man als Profisportler manchmal treffen muss. I have athlete M11. He's at the Scout Band turn-off result. Die Kamera läuft und ganz viel rausschneiden dann. Du kannst auch mich rausschneiden. Also ich bin die Heike, Mama vom Fred. Ich bin früher leistungssportmäßig ab dem 6. Lebensjahr in Erlangen geschwommen. Wir sind erst die Bundesliga geschwommen. Ich habe einige Wettkämpfe mit der Jugendnationalmannschaft gemacht und mit dem B-Kader und kam dann über Schwimmen also relativ spät, ich glaube, ich war 21, kam ich dann zum Triathlon. Ich heiße Harald Funk. Auch bei mir ist der sportliche Background die ersten Berührungen mit leistungsorientierten Sport mit Schwimmen gewesen und habe dann eigentlich in der Wehrdienstzeit das Laufen für mich entdeckt. Und wenn man dann schon schwimmen kann und laufen kann, dann landet man irgendwann meistens auch beim Triathlon. Ich habe dann Medizin studiert, aber immer da auch noch mit vielen Ambitionen Triathlon-Wettkämpfe gemacht. War dann auch zeitweise als Profi unterwegs, obwohl ich nie richtig wie ein Profi trainiert habe. Aber ich habe Ironman-Wettkämpfe auch in den Top 10 gefinisht. War mal auf Hawaii als Profi zusammen mit Heike. Aber den Sprung, ein echter Profi zu werden, der wirklich sein Leben dem Triathlon widmet, habe ich dann doch mich nie getraut. Ich habe als Kind dann Fußball gespielt und mein Ziel war da eher so, ja, ich möchte mal Fußballprofi werden. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, ob das realistisch ist oder nicht. Ich habe jetzt nicht irgendwie bei Bayern in der Jugend gespielt, sondern ich war bei uns im Dorfverein halt. Also sehr, sehr weit weg von irgendwie die Nähe zum Schritt zum Fußballprofi. Aber eher dieses Sportprofi war halt irgendwie immer in meinem Kopf schon. Also einfach Sport machen den ganzen Tag und das so ja, sein Leben nennen zu können oder seinen Beruf nennen zu können. Wir haben Fred nie gezwungen, den Sport zu machen. Also er war ja erst Fußballer und wollte dann Fußballprofi beim 1. FCN werden. Das war ja so das höchste Ziel erstmal. Sehr beeinflusst natürlich von seinem Onkel. Irgendwann hat sich das halt dann ja, in Triathlon umgewandelt. Aber einfach, weil ich Spaß an dem Sport gefunden habe und die Erfolge mich natürlich auch motiviert haben dazu. Beim Fred war das eigentlich nie die große Frage. Also der hat halt auch, so wie seine Geschwister, Kindertriathlons gemacht, eher ambitionslos zum Spaß. Und irgendwann mit der Nominierung zum Bayern-Kader hat er es dann ein bisschen ernsthafter gesehen und dann ziemlich schnell, also bestimmt schon wie er erst 16 oder 17 war eigentlich für ihn schon klar, er will das auch später so weitermachen und hat sich da entsprechend sehr hohe Ziele gesteckt. Ich glaube, ich hätte nicht mit Triathlon ernsthaft angefangen, wenn ich nicht auch schon früher Erfolge gehabt hätte in der Jugend oder Schüleralter. Nachdem wir hierher gezogen sind natürlich und das Schwimmbad in Unterwössen war und ich habe dann von der Triathlon-Abteilung habe ich das Schwimmtraining übernommen, dass um ihn rum immer einige Jungs waren, die ihn da mitgezogen haben. Es waren zwar ein paar Jahre älter als er, aber der Frederik ist dann immer so beim Training mitgezogen worden. Aber bremsen in dem Sinn muss man nicht. Er ist da freiwillig hingegangen, wegen
also um Gaudi zu haben. Von sich aus ehrgeizig geworden ist er ja dann erst, der dann Bayern-Kader kam. Bayern-Kader nominiert worden ist. Genau, Das war dann eigentlich so aber das der war ja kleine dann schon, Wendepunkt. ich glaube, da war er 13, 14. Ja, ich glaube, so der Startpunkt war einfach der Spaß am Sport. Aber dass ich es dann wirklich weiterhin durchgezogen habe, waren dann die Erfolge. Als ich dann 14 war, habe ich es dann in die deutsche Spitze geschafft, in meiner Altersklasse. Und das hat mich dann da schon sehr motiviert. Das war auch in einer Phase, wo ihn ein Jahr vorher die DTU ausgemustert hat und als nicht talentiert genug eingestuft hat. Und dann wird er deutscher Meister und schlägt alle Kaderathleten. Also das war damals für mich und mit Sicherheit auch für ihn so ein deutlicher Fingerzeig, dass er es einfach kann, dass er doch relativ viel Talent hat. Jedes Mal, als ich den Schritt gegangen bin von Sprint auf Olympisch, war ich direkt richtig gut auf der olympischen Distanz. Als ich dann den Schritt auf Mitteldistanz gemacht habe, war direkt richtig gut auf Mitteldistanz. Dann der Vize-Weltmeistertitel in Lahti auf der 73-Distanz. Der kam eigentlich auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Also da hat er auch so keine richtig gute Saison gehabt. Also viele kleine Nicklichkeiten und Platzierungen, die eben nicht so gut gelaufen sind, wie man sich so hofft. Und das war dann so, am Ende der Saison gab es dann quasi noch ein Rennen, der eigentliche Saisonhöhepunkt, bei dem der Druck gigantisch hoch war und die Konkurrenz aber auch enorm hoch war. Also man darf nicht vergessen, da war Blumenfeld mit am Start, Leute, die er vorher noch nie geschlagen hat. Lionel Sanders war da am Start, der damals auch noch eine echte Macht auf der Mitteldistanz war. Also das war schon auch ein Zeichen dafür, dass er irgendwie sich fokussieren kann, dass er dann, wenn es wirklich drauf ankommt, noch eine Schippe drauflegen kann. Und jetzt halt dieses Jahr auf Langdistanz, ich würde sagen, es war auch für einen Einstieg auf jeden Fall gut. Frederik, wenn er interviewt wird oder wenn man ihn fragt, er setzt sich halt ganz hohe Ziele und die Ziele waren etwas höher als das, was er geschafft hat. Aber ich meine, für seine erste Langdistanz ist Rang 5 in Rot sicherlich aller Ehren wert und ist eine Top-Leistung in so einem Weltklassefeld. Genauso wie der 3. Platz beim ersten Ironman in der Schweiz. Auch wenn eben dann die eigentlich erhoffte Hawaii-Quali um ein paar Sekunden verpasst worden ist. Er hat auch in Imstadt immerhin mal wieder Rennen gewonnen, nach 2 Jahren. Also das vergisst Frederik dann sehr, sehr schnell, aber als Außenstehender sieht man schon, dass da eigentlich immer noch eine Leistung da ist. Ich habe halt einfach so das Gefühl, bei Langdistanz kann ich mein Potenzial komplett ausschöpfen. Sicher, da wird das Niveau auch immer höher und es wird immer härter. Aber ja, da habe ich diesen Glauben dran zumindest und hatte auch schon immer diesen Glauben, dass ich es schaffe. Er hätte erst Saisonpause gemacht und wollte sich ja dann gleich wieder vorbereiten, immer auf die nächste Saison und hat es auch mit dem Dan besprochen. Und gut, kam die Verletzung dazwischen natürlich. Es wird auf jeden Fall sehr interessant, so früh in die Saison einzusteigen. Es ist anders. Ich freue mich auch sehr auf diese Challenge irgendwie, dass ich jetzt halt trotzdem durchziehe, obwohl ich jetzt verletzt war und das Ganze einfach ein bisschen stressiger war in dem Fall. Herzlich willkommen in Los Angeles. Welcome to Oakland, everyone. Will you Und wir sind noch lange nicht am Ziel. Es wird. Welcome to Queenstown, everyone. For your safety, you must remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned on. Zehn Tage vor Wanaka sind wir gelandet und dann war es natürlich schon erstmal primärer Fokus, sich von der Reise zu erholen, Jetlag auszukurieren, Zeit zu gewöhnen. Das heißt, die ersten Tage waren dann schon ein bisschen ruhiger. Ich habe da hier und da auch ein bisschen
Training dann erstmal skippen und verschieben müssen. Ich habe da auch wirklich sehr auf meinen Körper gehört und das dann auch mal mit den Whoop-Daten abgeglichen. Das war schon da sehr, sehr praktisch, gerade nach so einer langen Reise mit dem Jetlag. Jetzt nochmal so einen guten Ironman-Day machen. War heute früh schon länger laufen, 1 Stunde 45 mit 30 Minuten einlaufen und dann waren es 20 Kilometer, immer 3 Kilometer, bisschen schneller als Ironman-Pace. Da bin ich so 3,30er Tempo gelaufen und das hat sich eigentlich echt entspannt angefühlt und 2 Kilometer ein bisschen langsamer als Ironman Pace, da bin ich so 3,50, 3,55 pro Kilometer gelaufen. Hier auf den Trails, das Laufen ist hier wirklich paradiesisch. Jetzt geht's zur Radsession, nochmal so 3 bis 3,5 Stunden, je nachdem wie ich mich fühle. Auf jeden Fall nochmal ein bisschen Ironman 73 Pace dabei. Ich werde auf jeden Fall 4x20 Minuten machen, die Frage ist nur wie viel Watt, wie die Beine halt sind, gerade nach dem Long Run in der Früh. Aber ja, ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass ich die so in 340 Watt fahren kann. Das Gute ist, es ist lange hell, bis über, ich glaube, 9:30 oder so. Das heißt, wir haben absolut keinen Stress beim Radfahren. Jetzt ist 3:45. Schön Long Run, lange gechillt, Mittagspause, Siesta, wie man in Neuseeland sagt. Alter, schau mal da hinten. Schaut ein bisschen so aus wie der wilde Kaiser zu Hause. Oh, wäre ich fast rechts gefahren. Ich bin links. Bis gleich. Was er eigentlich immer noch nie so motiviert gemacht hat, war dann der schulische Weg. Er hat zwar sein Abi gemacht, aber sich dann nie so richtig reingekniet. Und ulkigerweise macht er das im Triathlon schon. Darum sage ich, ist das schon der richtige Weg für ihn? Ich glaube nicht, dass er das Gefühl hat, dass er was verpasst hat. Nee. Ich würde auch sagen, er macht das, was er am besten kann. Ja. Er macht seinen Weg genau in diesem Bereich. Gute Beine, geile Views, geiler Climb. Ich musste weiter weg und dann mit Zoom, da hast du den Hintergrund näher dran. Da lernst du noch was hier. Fotograf Frederik Funk, Content Creator. Das ist chillig, wenn du hier so Hechtsee hast oder so, 4 See, da schwimmst du einfach im Kreis 4-mal und dann hast du deine 4 Kilometer. Und hier, wenn du einmal im Kreis schwimmst, hast du halt 100. Dann war eben der Plan eben nicht für Wanaka so 100% zu tapern. Das große Ziel war halt eben Ironman Neuseeland, sonst hätte ich da einfach insgesamt zu viel Training verloren mit Reise und dann nochmal eine Taperwoche. Also haben wir quasi, hatten wir so 4, 5 Trainingstage, wo ich schon auch nochmal echt gut trainiert habe und auch schon gemerkt habe, dass ich jetzt gerade nach dem Trainingslager einfach nochmal eben ein bisschen diese Erholung gebraucht habe und da dann eben nochmal einen Step zugelegt habe. Gerade so auf dem Rad habe ich gemerkt, wie ich so ein bisschen so meine alte Radstärke wiederbekomme. Das hatte ich in Lanzarote noch nicht. If someone wants it that bad, there isn't even more than me, eh? Who won the sauna game today? Yeah, of course I won, mate. Not even competition. I wasn't going to back out though, so. That's all he does in his retirement. I just try to think. I'm like, Training for the sauna come battle. for a social run with me in a sauna. I'll try and beat you at both. My excuse for Saturday, like, got cooked by Braden on an easy run and sauna. No chance. It's my ultimate goal, Freddie. You should know. I'm here for the Kiwis, you know. Doing it for the Kiwis.
I gotta give Mike and Jack a chance. Yeah. That's good, eh? Yeah, it's super nice. In the US. Make sure you get this on camera, okay? It's a key moment. It's just like race day, eh? Boys are just settling in, Luckily he's not racing. showing no signs of weakness right now. Just comfortable, really comfortable. Oh. Cheers, boss. Thanks for that. Legend. That's good. Ah, Oh, he's cooked. yeah. I can go home for a nap now, eh? Lucky I'm retired. I don't have to swim and go for a bike ride. Ah, yes. No, it's good. Good for my confidence when you're at least a bit tired. You know what I reckon the big difference has been? No is- swimming. Nah, just training not tired. Oh yeah. Now, you know, like, you know, when you're like training all the time and you get like True. quite fatigued. Yeah. Now when I train, you're pretty much training fresh all the time. Yeah. Feels good. We will see you around over the weekend. Ja, cool. See ya. Oh, Beine locker fahren jetzt. Braden hat mich fertig gemacht. Bis gleich. 'Cause she's so dangerous, I can't let go. I can't handle just the thought of her gone. It feels like heaven to be back in her arms, to be back in her arms. Her kiss is like fire, her skin just like snow. It breaks my heart to hear her sing just one note. Oh, isn't it obvious? She's something right. She's something. Bravo Leute. Jetzt heute nochmal Kartoffeln mit Steak. Mit Steak. Und dazu gibt es noch einen Salat. Sind das Kartoffeln, oder? With New Zealand Manuka Honey. Wow, richtig gut. Chicken für Protein, Honey für Carbs, Soy für Protein. Kiss is like fire, but his skin is like snow. It breaks my heart to hear her sing just one note. Oh, isn't it obvious? She's all that I want. Junge. Ich habe 20 Minuten für den Hinweg gebraucht und dann 35 Minuten für den Rückweg. Das ist crazy. Die Strömungen hier sind richtig krass mit dem Wind. So, jetzt noch 2 Tage bis zum Rennen hier, Challenge Wanaka. Habe jetzt nochmal so meine letzte Brick-Session gemacht, nochmal so Race-Setup, alles komplett ausgetestet. Neuer Anzug, Helm natürlich, die Race-Wheels, Carbon-Schuhe mal wieder. 1,5 Stunden Rad mit so 20 Minuten Race-Pace und dann noch einen Koppellauf mit wo die ersten 3 Kilometer so Race-Pace und dann 3 Kilometer locker. Ja, fühle mich gut. Normalerweise würde ich die Session natürlich mit ein bisschen mehr Abstand zum Rennen machen, aber wir tapern nicht zu krass zu diesen Rennen, weil das soll ja am Ende
eher so nochmal ein letztes Hit-Out für den Ironman in 2 Wochen werden. Deswegen ist es hier so ein halbes Taper. Also es war jetzt die einzige Session für heute. Morgen ist dann noch 3/4 Stunde Rad, so ein bisschen Aktivierung und 2 Kilometer nochmal schwimmen. Und natürlich dann noch so Briefing, Check-in und was noch alles ansteht. Ich war mir wirklich extrem unsicher, wie wird die Form sein, jetzt so früh in der Saison. Aber auch wirklich eigentlich so die ganze Race Week. Ich glaube auch, weil wir nicht so richtig drauf getapert haben, war nie so im Rennmodus, war immer so ein bisschen, auch ein komisches Gefühl. Aber dann auch so einen Tag davor, dann natürlich auch mit Briefing und so, dann endlich in den Race-Modus gekommen und dann schon eigentlich auch echt Bock bekommen auf das Rennen. Wie hast du heute gepennt? Vorletzte Nacht. Was steht heute noch an? Ich muss mein Buch fragen, wie ich gepennt habe. Kann ich nicht mehr selber sagen. Buch sagt 85% Schlaf. Nee, ich habe gut gepennt. Ich bin, glaube ich, das hatte ich auch schon lange nicht mehr, dass ich kein einziges Mal aufgewacht bin, um aufs Klo zu gehen. Sonst eigentlich immer einmal, mindestens. Nee, und jetzt, genau, nochmal heute so Briefing, nochmal die Radstrecke einmal abfahren, nochmal in den See springen und Carbo loaden. Yes, I weighed 700 grams, so for the whole day for everyone. Okay, Bin noch nicht fertig. yeah, but you shouldn't be eating like that. Yeah, I'm just eating. You know how much pasta I had? It was like this. It's not about that. Like, you have It's to a show tomato it- sauce. You have to show it to your parents. Seems like they didn't teach you eat. Yeah, that's Show it like. to your mom. That's how Fred eats. Fred, 28, eats like a baby. Carbo load. It's different. It's not eating. It's carbo loading. It's 2 different things. Ja, aber schöner Tag. Hoffentlich wird es morgen genauso schön. Wearing bin number 3, Frederick Funk from Germany. It's his first time in New Zealand and he's already made himself right at home. Finished the challenge block last year. 39 minutes, Switzerland. Let's go, Junge! Auf geht's! He claims a podium finish all the way from Germany to first of our international competitors. 2026 third place in the Gallagher Insurance Challenge Wanaka, Frederick Funk from Germany. In second place.
Damals, als ich so mit Profisport angefangen habe, war es am Anfang, ging es eigentlich, würde ich sagen, nur ums Sportliche. Also Fred war ja im Jugend- und Juniorenalter kein Überflieger. Er war immer gut genug, um bei Meisterschaften mitmachen zu dürfen. Aber eigentlich hat er am Anfang selten eine große Rolle gespielt. Aber er war immer ehrgeizig, hat neckig seine Träume verfolgt und irgendwann hat es halt dann auch gepasst. Dann hat sich das auch so erst entwickelt, gerade jetzt so in den letzten Jahren. Also ich will nicht in 10 Jahren meine Profikarriere beenden und bereuen, dass ich nicht das und das gemacht habe oder in den Ländern war oder das Rennen gemacht habe. Selbst wenn man im Leistungssport dann irgendwann es nicht für die absolute Spitze reicht, kann man trotzdem so viel fürs Leben mitnehmen, was einem auch in anderen Bereichen des Lebens hilft. Darum haben wir es trotzdem eigentlich immer, wo es geht, gefördert und haben ihn dann auch seine Träume leben lassen. Auch wenn ich selber vor 10 Jahren nicht gedacht hätte, dass er es so weit bringt, dass er wirklich so viel Talent hat und es so weit nach oben schaut. Ja, Challenge Monaco, erstes Rennen der Saison im Februar. Ja, recht unüblich und ungewohnt, gerade wenn man dann so aus Europa kommt, so nach Neuseeland. Es war richtig kalt am Rennmorgen und ich glaube beim Schwimmen waren ja, glaube ich, nur 12 Profimänner oder so am Start, aber halt ein paar extrem starke Kiwis, mit denen ich da schon gerechnet habe, die halt auch schon quasi mitten in ihrer Saison, in ihren Sommer waren. Dementsprechend wusste ich auch, dass es auch im Hinblick auf Ironman Neuseeland eben gerade mit Mike Phillips, Jack Moody 2 Kandidaten sind, mit denen ich mich da eben gut vergleichen kann. Ja, beim Schwimmen extrem gut gefühlt. Das hat mich echt überrascht an dem Tag. Einfach ja, super Positionskämpfe gewonnen im Wasser, Wasserschatten. Schön entspannt da in der Vollverfolgergruppe mitgeschwommen, knapp 1 Minute hinter den ersten 2 sind wir da aus dem Wasser gestiegen. Das hat sich einfach richtig gut angefühlt, war auch ein gutes Schwimmen. Damit hätte ich da noch auf keinen Fall gerechnet, weil ich gerade im Pool zu dem Zeitpunkt einfach noch super langsam unterwegs war. Dann auf dem Rad auch echt gute Beine gehabt und dann einfach irgendwann Mike Phillips hinterhergefahren, der dann irgendwann an mir vorbei ist und das Tempo gemacht hat, weil ich war irgendwie so in der Stimmung, ja, ich trete halt so meine bisschen über Ironman Power und mache da so mein Ding, aber der hat mich dann quasi so ein bisschen so in diesen Race-Modus gebracht und dann, okay, ich muss jetzt hier mal ein bisschen härter fahren und das ist auch eine echt harte, aber wunderschöne Radstrecke und bin dann da die Radstrecke mit ihm gefahren. War jetzt auch nicht so, dass ich hinten raus irgendwie hochgegangen bin oder es irgendwie viel härter wurde. Dann das war ein Wechsel ein bisschen versaut, weil meine Hände noch eingefroren waren, so von der Kälte beim Radfahren. Und dann auf die Laufstrecke und da am Anfang wirklich irgendwie gar keinen Schritt gefunden. War dann doch irgendwie so klassisch erstes Rennen der Saison, was normalerweise bei mir halt immer nicht so gut läuft. Bis dahin lief es richtig gut und da war es dann doch so ein bisschen, okay, da hat mir einfach noch so ein bisschen diese Race-Routine, diese Rennhärte gefehlt, da wirklich auch direkt schnell loslaufen zu können. Irgendwann kam dann auch Jack Moody von hinten, der dann sehr schnell an mir vorbeigelaufen ist. Der hat das Rennen dann auch gewonnen, richtig stark unterwegs gewesen, auch stark Rad gefahren. Der hat nicht viel verloren auf dem Rad und dann eben stark gelaufen. Vorne war noch ein Neuseeländer, Ivan Abele, eben als er als erster aus dem Wasser gestiegen, konnte diese 1 Minute dann auch auf dem Rad halten, also auch auf dem Rad richtig stark unterwegs. Beim Laufen war ich dann eben lange Zeit Position 4. Ziemlich genau so nach 10 Kilometern nach der ersten Runde ging es dann endlich besser und ich konnte nochmal zulegen und bin dann endlich dann auch auf den Ivan Abele zugelaufen und dann wirklich 3 Kilometer vom Ziel konnte ich da noch auf Platz 3 laufen und auch einen ordentlichen Negative Split laufen. Und bin dann ganz am Ende sogar noch recht nah an Mike Phillips gelaufen, ist mir dann die Strecke ausgegangen. Habe mich hinten raus auch echt gut gefühlt, was mich halt auch eben super positiv gestimmt hat, gerade so für die Ironman bzw. Marathonform. Für das erste Rennen im Februar war ich mega happy und zufrieden. Auch wirklich ein Bucketlist-Race. Coole Veranstaltung, hat mega Bock gemacht, wunderschöne Strecken, wunderschönes Panorama. Kann ich wirklich auch nur jeden ans Herz legen. Wir sind ja dann 2 Tage später von der Südinsel hier nach Taupo gereist. War schon auch nochmal ein ganzer Travel Day, gerade mit der Autofahrt dann von Auckland hier nach Taupo. How's it going, boss? What a content creator. Hey, good to see you. You too, man. You well? Yeah, you? No inside. Yeah. I'm swimming inside today. Oh. We're on a hard set. And this pool's slow. It's not good for the... It's a fast set or what? Yeah, it's pretty hard. Okay. You don't have to do it, obviously.
Hi, good to see you. Good. How are you? Yeah, good to see you. Good. 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 You were the only one good enough. Extra hard set for the German. Extra hard set for the boy who's just raced a couple of days ago. I need an ally in the race, so I need to get Fred swimming fast as. He's got 10 days to swim fast. Goal for today's swim session is not to get outswum by Fenella again. I don't think I can do this. Fenella is swimming so fast. Just take rest when you want to take rest. Yeah, Just do whatever you want, Fred. Are we on the same program, do you reckon? With Dan? Yeah. Probably. Sure. I was only thinking probably you're on the same rehab program. Yeah. It's our injuries. You get free swims here now, eh? I don't know, I just paid. Oh, you get free I didn't swims. ask. Yeah, I think so. Like, should I say I'm from the Ironman? I'm Yeah. an Ironman. Do you know who I am? Yeah. I think so, actually. I think you guys get free swims, eh? Yeah. So all the Ironman athletes get free swims. Oh. Gotta get you on the start list, Tom. This is Christian Blumenfeld. You should actually. They have a chat. Yeah. Say any name. This is Mike Phillips. As you can see, he's jacked. Hatte eigentlich 4K Easy auf dem Programm, aber die hatten ein hartes Programm. Und beim Einschwimmen habe ich mich dann richtig gut gefühlt. Und mein Whoop hat auch gesagt, ich bin erholt vom Rennen, das erst vor 3 Tagen war. Und deswegen habe ich dann entschieden, das harte Programm direkt mitzuschwimmen, weil ich hätte morgen hartes Schwimmen gehabt. Also habe ich das jetzt quasi getauscht. Ist natürlich dann besser in der Gruppe, als dann irgendwie morgen da alleine rumzuschwimmen. Und die guten Arme gleich ausgenutzt. You're forced to believe. And you've got some cheek. Yeah, he's back with the boys. Best set the whole season, 3 days after racing. Back with the boys. Hier ist es echt. Hier ist einfach 10 Grad wärmer als in Wanaka. Oh. Hier ist Sommer. 2,5 Stunden easy. Kyle hat mir eine Runde erstellt hier. Das ist ja local. Und die Runde ist aber in 90 Kilometer mit 1400 Höhenmetern. Weiß ich nicht, ob ich das in 2,5 Stunden schaffe. Um das Training zu erfüllen, müssen wir einfach härter fahren, damit es nicht Übertraining wird. Ja, habe mich aber echt eben gut von Wanaka erholt und konnte dann, also 10 Tage vom Ironman, nochmal eben so ein paar sehr gute, spezifische, auch längere Sessions nochmal machen, die ich auch einfach nochmal für den Ironman dann gebraucht habe. Die liefen auch echt nochmal richtig gut. Nochmal letztes Koppeltraining vom Ironman. Noch 9 Tage bis zum Rennen. Jetzt nochmal 3 Stunden auf dem Rad mit 3 x 10 bis 12 Minuten an der Schwelle. Bin ich so 360 Watt gefahren und dann noch 2 x 32 Minuten war der erste, 35 Minuten der zweite bei Ironman Pace, so 320 Watt. Da noch Koppellauf, 3/4 Stunde. Goal Pace war jetzt eigentlich 3:40. 13 Kilometer bin ich gelaufen im 3:35er Tempo, knapp 46 Minuten. Race Nutrition hatte ich auch noch getestet. 120 Gramm pro Stunde, da noch 3 Kilometer auslaufen, macht 16 Kilometer in einer Stunde. Also gute 4 Stunden Koppel Session. Ich habe mir schon immer eingeredet, sage ich mal, dass die Langdistanz mir am besten liegen wird von allen Distanzen, weil Ausdauer war immer für mich so mein Steckenpferd und eher so das, was ich nicht so gut konnte im Vergleich zu anderen vielleicht, war so diese komplette Ausbelastung oder halt so Sprint oder ja, je kürzer oder je länger, desto besser war es halt immer für mich.
Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Andererseits ist halt jetzt einfach Anfang März und abgesehen von den Neuseeländern und Australiern, der Großteil der Starterliste sind halt Neuseeländer und Australier, hatten alle anderen, haben sich auch nicht mehr Zeit genommen, um sich für dieses Rennen hier vorzubereiten. Hi. I go inside. So. Yeah. What's your... That pole is slow. Ich glaube, als Profi sollte man schon so oft es geht diese Comfortzone mal verlassen und sich auch trauen, Neues zu wagen, neue Länder zu bereisen, neue Rennen zu machen. Trainingstechnisch wäre es natürlich am besten gewesen, ich wäre zu Hause geblieben oder an irgendeinem Trainingslager nochmal. Aber ja, es ist halt auch langweilig, wenn es immer das Gleiche ist. Das kann ich nächstes Jahr wieder machen, wenn ich Bock drauf habe. Dann haben wir schon ganz normal ab Montag eine richtige Taper Week einfach gemacht. Montag bis Freitag hatte ich, glaube ich, knapp 9 Stunden Training. Der Großteil davon war natürlich noch Montag, Dienstag und dann von Tag zu Tag ein bisschen weniger. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Irgendwie war es auch ganz geil. Folterstunde. Of course you are quiet now that the camera is recording, eh? Yeah, I can't like... Until now he was almost crying. No. Ich sag dir, ist schlimmer als ein Ironman. Mentale Prep, wenn ich das schaffe, dann... Oh. Ja, wenn ich auf den letzten 10 Kilometer bin, denke ich einfach da dran. Go on. Go on. No. Denkst du was an? Und dann tut's weniger weh. Ist Janas Lieblingshobby, mich zu foltern. Do you want a smooth chest or do you want a chest? You want a smooth chest. You love it. Sometimes it burns after. Das Ding ist, Jan hat gesagt, so, wo sie das erste Mal so das gemacht hat. Warte, das kannst du raten. Dass es, wenn man es öfter macht, dass es irgendwann nicht mehr wehtut. Hat sie mir versprochen. Und deswegen habe ich gesagt, ja okay, da muss ich jetzt ein paar Mal durchstehen. Und dann tut es irgendwann weniger. Ja, aber es wird nicht weniger. Ich glaube, ich habe das Beste aus dieser kurzen Zeit, sag ich mal, auf jeden Fall gemacht. Bin auf jeden Fall voll und ganz wieder zurück. Jetzt nach der Verletzung, das ist schon mal das eine, was mir einfach sehr viel bedeutet, weil gerade so wie sich die Verletzung auch in den ersten paar Wochen und Monaten angefühlt hat, war ich mir da auch nicht immer so sicher, ob das alles wirklich so 100% wieder wird. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, fühle mich ready für meine 3. Langdistanz. Also so ready, wie man sich halt fühlen kann für so einen Ironman. Bin mal gespannt, was der Tag so mit sich bringt. Und realistisches Best-Case-Szenario, ich schwimme soweit es geht vorne mit. Ich denke, ganz, ganz vorne wird schwer. Auf dem Level bin ich einfach nicht oder noch nicht. Dann auf dem Rad geht es, glaube ich, mit diesen rauen Straßen, mit dem Streckenprofil, dem Wind und jetzt der 29-Meter-Regel wird es ein anderes Rennen als sonst. Und jetzt ist es eher so ein Einzelzeitfahren, einfach von Anfang bis zum Ende. Das bedeutet, ich habe konkrete Wattvorgaben, Wattgrenzen, auch mit Dan nochmal durchgesprochen und an die werde ich mich halten. Und dann hoffe ich, dass meine Beine da bis zum Ende auch super gut durchhalten
und ich dann vor allem richtig nach vorne fahren kann, weil so wie ich einige kenne, wird es auf der ersten Hälfte schon ordentlich zugehen. Da darf er sich halt einfach nicht verleiten lassen. In erster Linie gilt es auf mich selber konzentrieren und dann genau beim Laufen habe ich auch eine Pace-Vergabe, eine Pulsvergabe. Ich glaube, es wird wärmer als viele erwarten mit der UV-Strahlung. Ich meine, wenn man da bei 22 Grad hier in der Sonne steht und die Laufstrecke ist komplett in der Sonne, wird es mit der UV-Strahlung schon richtig, richtig warm. Und ja, und dann Best-Case-Szenario laufe ich dann den Kona-Slot nach Hause. So. Noch nicht viele Bros drin. Du bist auch schon wieder einfach drin, das ist so geil. Das sind einfach Kiwis, die sind ein bisschen chilliger drauf. Aber ist leichter gesagt als getan. Also habe auch nochmal so ein bisschen die Startliste studiert. Einige der Kiwis und der Aussies, die man wirklich einfach gar nicht auf dem Schirm hat und als Europäer gar nicht kennt, die einfach hier unten in Neuseeland und Australien einfach brutal starke Ergebnisse schon stehen haben. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und da werden für uns Europäer einige Überraschungen dabei sein. Absolute Beauty. Mein Rad ist mit Abstand das Schönste. Und bin mal gespannt, mit wem ich dann da um die Kona-Slots fighten darf. Klar, ich will diesen Kona-Slot und das ist das Ziel. Yes. Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite der Welt. Wir sind hier über 2 Tage hergereist, 12 Stunden Zeitverschiebung, haben hier jetzt den letzten Monat schon verbracht. Das Ganze kostet natürlich auch einen Haufen Geld und sicher ist es auch der ganze Trip ein Bucketlist-Trip und ich werde jetzt nicht unglücklich nach Hause fliegen, weil klar war das dann auch eine Reise mit einfach sehr viel tollen Erfahrungen und Erinnerungen, aber morgen im Ziel werde ich auf jeden Fall nur glücklich sein, wenn ich den Kona-Slot hole. I got a letter from a boy in the school here. Shane. Welcome to Taupo. I hope you enjoy the Ironman. I hope you win the race. If you don't, it's okay. Just know you tried your best. If you do win, I will be happy and I will celebrate. So go win the race, champ. Hope you feel good, because that's what I will feel like if you win. My favorite place in Taupo for you to go and see while you are here is KFC, Woolworths and the warehouse. KFC and Woolworths. That's your favorite places. That is really cute. Seit der Verletzung sind jetzt 143 Tage. Genau. 143 Tage. Vergangen. Und ich habe mir so gedacht, du hast jetzt ja quasi 143 Tage lang auf den Moment morgen oder auf das Rennen morgen hingearbeitet. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Oh, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich habe 143 Tage auf diesen Moment hingearbeitet, weil davon waren ja erstmal so die ersten zwei Monate, 60 Tage waren auf jeden Fall erstmal, da ging es nur darum, überhaupt erstmal wieder Triathlet zu werden und in den Triathlon zurückzukommen. Und überhaupt wieder, ich sag mal so, bis ich angefangen habe, oder bis ich dann anfangen konnte, wirklich zu trainieren und da auf diesen Moment hinzuarbeiten. Also würde ich sagen, so richtig Training sind es weniger als 100 Tage. Und das ist schon wenig für einen Ironman. Ich meine, es gibt auch noch eben den Plan B, den ich eigentlich gar nicht ansprechen will, dass wenn ich gar nicht in der Nähe von dem Kona-Slot bin, kann ich jetzt schon sagen, werde ich das Rennen wahrscheinlich auch gar nicht finishen. Da werde ich aussteigen und mich dann auf Ironman Südafrika in 5 Wochen fokussieren und da nochmal zu probieren. Aber es gilt nur Plan A und das heißt All-in für den Kona-Slot und werde ich alles dafür geben und bin mir sicher, dann werde ich glücklich über die Ziellinie laufen. Willst du noch was loswerden? Everything went well. So, you will qualify. And if not, then we try next time. Da setzt er sich eher dann selber auch unter Druck und will es natürlich den Umfeld auch recht machen. Ich meine, er hat klar Verantwortung der Sponsoren gegenüber und da hat er ja dann doch schon einige. Klar will er sich's auch beweisen, er will selber natürlich auch gut sein für sich, aber ich denke, das geht Hand in Hand.
mit dem Druck, den er natürlich eigentlich von außen bekommt. Eine Menge an Kommentaren und die er unter Videos oder unter manchen Instagram-Reels bekommt, das ist für ihn, glaube ich, eher was Positives, wo er Kraft daraus schöpft und wo er dann einfach eher noch zusätzliche Motivation schöpfen kann. Die Schwelle zwischen zu viel Druck, negativen Druck und positiven Druck, die ist sicherlich nur relativ gering, relativ wenig. Es ist wie bei jedem Rennen, race ich nicht nur für mich selber, sondern für das ganze Team. Es ist eigentlich am Ende so viele, die da mit reinspielen, meine ganzen Sponsoren, auch meine Fans, viele Leute, die extrem viel Zeit und Arbeit in mich stecken, um mich besser zu machen. Den möchte ich natürlich dann auch in Form von Performance zeigen, dass es sich lohnt. Dafür wäre natürlich ein Kona-Slot, würde ich sagen, eine angemessene Bezahlung. You cannot have that set up unless your name is Funk. That is a Funk level setup. Not right here, not right now. Jawohl, Junge! Let's go, Junge! 25 was gapped, drove a Foley and... Come on, mate! Let's go! Seventh, you are seventh now. Ja, aber da ist noch ein Yeah, okay, this is it. That's it. It's down, this is it. Alright. Yeah, recover. I have athlete M11. He has withdrawn and turned in his timing shot. He's at the Scout Den turn off. He's all good. You did the best. It's not over yet. It's such a long season. Race Recap, Ironman Neuseeland 2026. Vorm Start war es eigentlich relativ entspannt. War ich schon überrascht, wie entspannt es ist, weil irgendwie finde ich, so war sonst Ironman eigentlich immer so ein bisschen, nicht so diese lockere Atmosphäre normal, aber hier war das schon ganz anders. Auch hier so Down Under, man merkt schon, alle haben eine ganz andere Mentality. Vorm Start war dementsprechend gute, entspannte Stimmung, war auch relativ stressfrei. Man durfte sich nicht einschwimmen, aber Ironman ist ja lang genug, da wird man schon warm. Dann ging's los, bin richtig gut weggekommen, bin neben Kyle gestartet und war direkt an seinen Beinen dran. Bin da ja so 200 Meter mitgeschwommen, da war es dann doch ein bisschen zu schnell und konnte nicht mehr dranbleiben. Ja, diese Beine der Front Group, die konnte ich da einfach am Anfang gerade so nicht halten. Also ich habe gemerkt, es hat nicht viel gefehlt, aber es ging da leider nicht mehr und war dann erstmal hinter einem anderen, direkt in der Verfolgergruppe drin, aber eigentlich an guter Position. Und so nach der ersten Wendeboje, das war ja dann ungefähr so nach 800 Metern, bin ich dann nach vorne geschwommen und habe dann quasi die Verfolgergruppe angeführt. Und das dann auch tatsächlich bis ganz zum Ende. Also habe ich dann einfach so mein Tempo, meinen Rhythmus gefunden und bin es da einfach geschwommen. Waren dann doch 6 Leute vorne, aber ich wusste, es waren doch mehr als 4. Und es gibt ja, wie gesagt, 4 Kona-Slots. Deswegen wollte ich da jetzt auch nicht wirklich rumchillen und da zu viel Zeit verlieren. Das Schwimmen war auch echt überraschend gut. Quasi die Verfolgergruppe angeführt und nur 1,5 Minuten hinter der Spitze aus dem Wasser. Und da waren auch wirkliche Topschwimmer drin, wie Pierre Lecor und Kyle Smith, die
sonst auch immer vorne mit rauskomme. Das ist schon mal ein guter Richtwert und stimmt mich positiv jetzt für die Saison, dass es im Schwimmen einfach wieder aufwärts geht und ich da wieder so zu meinem alten Niveau zurückfinde. Die erste Wechselzone war dann echt ziemlich lang, also ein sehr langer Laufweg, gerade so Laufen mit Neo ist dann nicht so mein Ding. Da habe ich dann so ein paar Positionen innerhalb der Gruppe verloren. Beim Ironman mag ich es einfach deutlich lieber, beim Radfahren schon Socken anzuhaben. Deswegen habe ich da dann auch Socken in der ersten Wechselzone schon angezogen und da halt einfach nochmal ein paar Sekunden verloren und bin dann ganz am Ende der Gruppe auf die Radstrecke. Wusste aber, dass so die ersten 20 Kilometer ging es die ganze Zeit rauf und runter und wusste, dass es wichtig ist, gerade in der ersten Runde auf den ersten 20 Kilometern da absolut nicht zu überzocken und die Berge kontrolliert hochzufahren. Und das habe ich dann gemacht, da habe ich mich wirklich an meine Wattzone gehalten. Dementsprechend ist die Gruppe dann um Christian Blumenfeld dann halt auch ein Stück erstmal davon gezogen. Ich glaube, die waren halt eben so knapp über 1 Minute vor mir nach diesen 20 Kilometern. Und ich bin halt einfach in meinen Zonen geblieben. Ich habe mich gut gefühlt auf dem Rad, aber wollte jetzt nicht auf Zwang dieses Loch schließen, auch wenn ich die jetzt die ganze Zeit quasi vor mir gesehen habe. Ich habe auch einfach darauf vertraut, jetzt mit der 29-Meter-Regel, dass da auch wirklich jeder arbeiten muss und ich jetzt auch nicht einfach mehr davon habe, wenn ich da jetzt in dieser Gruppe fahre. Im Nachhinein, ja, kann schon sein, dass ich da Energie gespart hätte in dieser Gruppe, einfach wenn man auch sieht, wer so in dieser Gruppe mitgefahren ist. Aber da muss man schon auch dazu sagen, dass einfach auch viele an dem Tag überraschend stark Rad gefahren sind. Also es ist nicht so, dass es irgendwie jede Pfeife da mitfahren konnte. Also es war am Ende dann doch schon noch 20-Meter-Regel und man musste schon treten. Und genau am Wendepunkt habe ich dann einfach nochmal so einen Gang zugelegt und bin dann den ganzen Rückweg, also quasi zweite Hälfte der ersten Runde, nochmal ein kleines Stück härter gefahren, sogar, aber noch so an meinen oberen Wattgrenzen, also alles noch so wirklich im komfortablen Bereich. Auch das, was ich mit Dan vor dem Rennen abgesprochen habe. Also wir hatten da Herzfrequenz, Watt und dann zählt natürlich auch das Gefühl immer mit rein. Ziemlich genau Ende der ersten Runde, Anfang zweite Runde bin ich dann in diese Gruppe reingefahren. Zum gleichen Zeitpunkt kam dann auch Trevor Foley und der ist dann wirklich auch direkt an der Gruppe vorbei und hat attackiert. Da habe ich dann auch kurz eben meine Wattzone über Bord geworfen und bin da hinterher, weil ich wusste, dass ich von dieser Gruppe, weil da waren extrem viele starke Läufer einfach in der Gruppe, da musste ich weg, wenn ich nicht mit denen auf Marathon will. Es ging halt darum, in die Top 4 zu kommen, um halt diesen Hawaii-Slot zu holen. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, da sind einige deutlich besser drauf, als ich erwartet habe, gerade eben auf dem Rad. Das heißt, muss ich doch mehr riskieren, als ich halt ursprünglich wollte. Dann in diesem Leichtbergabstück bin ich dann irgendwann nach vorne an die Spitze, eigentlich eher um so einfach mal die Führung zu übernehmen. Und ja, so kurz vom Wendepunkt hinten habe ich mich dann umgedreht und habe auf einmal niemanden mehr hinter mir gesehen. Also ich habe gar nicht irgendwie attackiert, sondern bin so einfach meine Wattwerte gefahren, aber habe da scheinbar eben eine Lücke reißen können. Dank der 20-Meter-Regel mit 12 Meter hat das auf keinen Fall funktioniert und das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Positives für den Sport. Man hat es auch gesehen, bin mir relativ sicher, sonst wäre da irgendwie 15 Leute gleichzeitig in die zweite Wechselzone am Ende gekommen und so hat es sich halt einfach trotzdem einfach nochmal so ein bisschen zerteilt. Und man hat die Chance, als starker Radfahrer eben wirklich Zeit rauszuholen. Wenn man attackiert, muss man auch nicht mehr mit über 400 Watt attackieren, sondern ja, hat schon gereicht, dass ich da nach 120 Kilometern einfach in meinen Bereichen gefahren bin. Langdistanzen waren eigentlich bis jetzt sehr oft eigentlich beim Schwimmen und Radfahren nur ein Wettbewerb, wie spart man möglichst viel Kraft und um mit möglichst vollen Kohlenhydratspeichern und guten Beinen auf die Laufstrecke zu kommen. Mit der 20-Meter-Regel haben sehr gute Radfahrer bessere Chancen, das Rennen zu gestalten, das Rennen auch farbiger zu gestalten. Und diese ganz großen Gruppen, wo einfach dann 15 Favoriten auf einer langen Perlenschnur für längere Strecken des Rennens fahren, das wird mit 20-Meter-Regel anders sein. Also die sehr guten Radfahrer, zu denen Fred hoffentlich irgendwann auch wieder dazugehören wird, also in der Vergangenheit war er das ja, die werden andere Akzente schon in den ersten 5 Rennstunden setzen in Zukunft. Die letzten 60 Kilometer war ich natürlich da motiviert, habe dann natürlich da gepusht und ja, die letzten 30 Kilometer wurde es dann schon hart, gerade auch mit der Aeroposition. Also es war schon so eine Strecke, wo man wirklich fast durchgehend Aeroposition gefahren ist. Also selbst für diese Anstiege konnte man mit Aeroposition hochfahren, weil die halt eben nicht so steil waren und dann mit den brutalen, rauen, schlechten Straßen ist man, glaube ich, auch noch mal alles so ein bisschen angespannter, ist dann noch mal härter, das alles zu halten und habe auch hinten, man hat es im Livestream gesehen, mein ganzes Flaschensystem verloren,
Zu dem Zeitpunkt war es aber schon leer. Das war Ende zweite Runde, habe ich gemerkt, es wird locker. Da hatte ich vorne die Flaschen eigentlich schon fast ausgetrunken. Also konnte ich quasi beide Flaschen mit vorne tauschen und vorne auffüllen. Und ich hatte meine Nutrition vorne, also keine Nutrition verloren. Und bin dann in der zweiten Runde nochmal so auf Kyle Smith, der die ganze Zeit vorne weg war und nach der ersten Runde, ich glaube, 6 Minuten Vorsprung hatte, nochmal ein Stück zugefahren und hat dann, glaube ich, nach dem zweiten Wechsel knapp 3,5 Minuten auf ihn Rückstand und ich glaube 2,5 Minuten auf die nächsten. Dann auf der Laufstrecke leider von Anfang an direkt ein bekanntes Problem, was Anfang der Saison einfach immer bei mir deutlich schlimmer ist als dann im Saisonverlauf oder Ende der Saison, ist so mein Rücken, dass mein Rücken einfach komplett zu war und ich wirklich leider gar nicht richtig laufen konnte. Und ja, bin also ein bisschen vor mich hingeschlappt, bin halt so gelaufen, wie es halt ging. Hat nicht schön ausgeschaut und war auch nicht schnell. So nach 6-7 Kilometern ist es dann langsam aufgegangen. Leider habe ich aber bis dahin schon komplett den Vorsprung, die 2,5 Minuten auf Trevor Foley und so verloren. Auf dem Rückweg war ich dann noch auf Position 3, dann ging es besser. Habe dann einen guten Rhythmus gefunden erstmal, einen guten Schritt. Ich habe dann schon gemerkt, dass das Radfahren war schon hart, gerade für März. Also muss man einfach sagen, ich musste da irgendwie auch meine Karten spielen, um halt einfach eine Chance auf den Slot zu haben. Weil so, wenn ich es nicht gemacht hätte, da hätte ich garantiert keine Chance auf den Slot gehabt, weil ich weiß, jetzt zu diesem Jahreszeitpunkt kann ich keinen 2,35er Marathon laufen, wie halt eben manche in dieser Gruppe. Klar, da will ich hin, da will ich auch schon diese Saison hin und ich glaube, also bin recht zuversichtlich, dass ich es kann, aber in der Form bin ich jetzt einfach noch nicht. Bin halt die 4 Stunden, 12 Minuten auch 320 Watt im Schnitt gefahren, glaube 327 normalized, also schon echt viel. Bin dann halt in so einem 350er, 355er Tempo da gelaufen, also jetzt auch nicht schlecht. Es wäre, glaube ich, auch so ein Tempo gewesen, das hätte ich sicher noch eine sehr lange Zeit weiterlaufen können. Es kam halt dann leider schon eben Pierre Lecour, Matt Hansen und Jack Moody von hinten, eben die 3 richtig starken Läufer. Die haben mich alle innerhalb von so 1 Kilometer Eingang, zweite Laufrunde überholt. Da wusste ich halt, das sind auch alles 3 halt Läufer, die werden hinten raus jetzt auch nicht brutal viel langsamer werden. Die waren dann einfach deutlich stärker als ich unterwegs. Und Kyle Smith war ja noch ganz vorne, dann Trevor Foley, der dann mich schon vorher überholt hatte und dann eben die 3. Dann kam irgendwann noch Mike Phillips, sprich ich hätte noch mindestens 3 Athleten wieder einholen müssen und habe halt einfach gemerkt in meinen Beinen, es wird nicht möglich sein an diesem Tag. Auch mit dem Wissen, wer da halt eben vorne war und wie schnell die laufen, hatte ich einfach keine Chance auf diese Top 4 und habe dann bei Kilometer 14 entschieden, auszusteigen aus dem Rennen. War eine extrem harte Entscheidung, weil natürlich hätte ich das Rennen saugerne zu Ende gebracht und ich hätte auch sicher einen soliden Marathon dann noch hinbekommen. Dann wäre es auch insgesamt gerade für März ein sauguter Ironman gewesen. Ich meine, ich bin gut geschwommen, ich bin saugut Rad gefahren, aber es war halt einfach nicht konkurrenzfähig mit der Top 4. Ich habe mal geguckt, ich hätte mindestens eine 2,39 laufen müssen, dann wäre ich Vierter geworden und die Form habe ich jetzt einfach noch nicht nach so einem harten Radfahren eben eine 2,39 zu laufen. Ich bin zuversichtlich, ich werde es im Sommer haben. Meine Hoffnung vor dem Rennen war halt einfach, dass man das jetzt im März in Neuseeland vielleicht noch nicht braucht, um den Kona-Slot zu holen. Aber ich bereue es auf keinen Fall, es probiert zu haben. War ein gutes Rennen, ich hatte keinen schlechten Tag, aber es hätte halt einfach nicht sein sollen. Es war ja jetzt 4,5 Monate nach meiner OP mit dem Ellbogen. Es war eine kurze Vorbereitung, haben das Beste draus gemacht. Dafür wirklich eine gute Form auch rausgeholt. War noch nie so gut in Form im März. Das heißt, wenn wir es schaffen, darauf aufzubauen, wird es, glaube ich, ein extrem guter Sommer und da dann auch bei den Langdistanzen hoffentlich konkurrenzfähig sein kann und hoffentlich natürlich auch noch den Kona-Slot holen kann. Ich habe noch nicht 100% entschieden, aber in genau 6 Wochen der Ironman Südafrika. Da gibt es auch 4 Slots. Es ist kein Pro-Series-Rennen, es ist aber African Championship. Eigentlich immer ein gut besetztes Rennen und genau das war halt eben auch der Grund, wieso ich dann ausgestiegen bin, um mich schneller dann wirklich auch zu erholen, schneller wieder ins Training einsteigen zu können und dann nochmal eine Chance eben zu haben, eventuell beim Ironman Südafrika. Das sind einfach so Entscheidungen, die man als Profisportler manchmal treffen muss, auch wenn es halt eben, wie gesagt, unglaublich schwer gefallen ist. Insgesamt
ein mega cooles Rennen, kann ich wirklich jedem empfehlen. Es hat richtig Bock gemacht. Man hat gemerkt, dass hier der lokale Veranstalter Ironman Neuseeland da auch wirklich mit Herzblut dabei ist. Es ist, glaube ich, das zweitälteste Ironman-Rennen, das es gibt. Und auch so die Volunteers hier auch so mit einem richtig geilen Spirit am Start. Hat mich an einigen Ecken sehr an Challenge Roth erinnert. Ja, tolles Rennen und ist schon so ein Bucketlist-Ding und ich bin froh, hier am Start gewesen zu sein. Ich schulde diesem Rennen noch das Finish. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen, irgendwann. Auch insgesamt der Trip. Ich bereue es auf keinen Fall, hierher gekommen zu sein, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat im Kona-Slot. Es war einfach eine unglaublich geile Erfahrung. Knapp über eine Woche sind wir jetzt noch hier, um natürlich da auch Neuseeland noch ein bisschen zu erkunden. Es war halt einfach so dieses Rennen Ironman Neuseeland, was mich einfach durch die ganze Reha nach meiner Verletzung, durch den ganzen Winter einfach mich so motiviert hat. Jetzt ist es vorbei, hat leider nicht geklappt, aber war eine unglaublich tolle Erfahrung und gibt auch einige positive Dinge, die man jetzt schon mitnehmen kann für die Saison. Alle guten Dinge sind 3 und beim nächsten Rennen klappt es dann vielleicht mit dem Kona-Slot. Oder klappt es mit dem Kona-Slot, sagen wir es so. Ja, ich glaube, ist alles gesagt. Ja, man weiß es selber vom Sport, wie es ist. Sonst ist auch mal eine Saison dabei, die nicht so läuft oder sind Wettkämpfe dabei, die nicht so laufen. Für Frederik, der sieht es eher als Prozess und er ist einfach schon so lange im Leistungssport drin. Fred ist eigentlich immer der daraus versucht hat, eher was zu lernen und Dinge im Trainingsprozess zu verändern, und, um irgendwann besser zu werden. Also ich denke, sein Fokus liegt da klar auf der Zukunft. Also mein Traum von Fred wäre, dass er diese Sportart, diesen Beruf lang auf hohem Niveau ausüben kann. Und ich weiß, sein Traum ist, Hawaii zu siegen. Es wird schwer. Wäre natürlich sehr schön. Aber an sowas denke ich nicht. Mir wäre es lieber, er bleibt erfolgreich und hat viel Freude dann dran. Und das sehr lange. Also ich als Vater wünsche mir für Fred in erster Linie, dass er glücklich ist auf dem Weg, den er beschreitet, dass er Lebenszufriedenheit findet. Und natürlich für ihn als Triathlon-Profi bedeutet Lebenszufriedenheit auch das Erreichen von Zielen und die Realisierung von Träumen. Und sein Traum ist es, an die absolute Spitze in Triathlon als Profi zu gelangen. Und wenn er das schafft, ist es schön, aber es ist sicherlich kein absolutes Muss. Man kann auch auf der Ebene darunter immer noch genügend Glück finden und das wünsche ich mir für ihn. Jonna, hast du noch was? Yeah, I'm talking a lot, you know. It's dark, yeah, but we are done anyways. We are done. Oh, you have anything to say it? How was New Zealand for you? Good. Good? It was good? It was good. You asked how was New Zealand, not how was the race. Yeah, I talked about the race. Exactly. I like New Zealand. It does feel a lot like home to some extent because of the nice lakes and mountains, and you can do everything, and it's a small town here in Taupo. Will you come back? Yeah. Will we come back? Yeah, I said already. I own this race finish. That's true. Alright, that's fine. Come on, dinner's ready. Dinner's ready.